Hallo Freunde der Lichttechnik, ich bin der Jens Peter und wir betrachten nun die Basic Trigger für Cues etwas genauer. So individuell wie unterschiedliche Lichttechnikprojekte sind, so unterschiedlich sind auch die jeweils dafür benötigten Cue-Listen. Diese Individualität spiegelt sich auch in den entsprechenden Cues der Cue-Listen wider. Eine entscheidende Frage hierbei ist jedoch, wie bzw. wann wird eigentlich eine Cue gestartet? Um dies konfigurieren zu können, gibt es in dem Xcontrol 3 die sogenannten Trigger. Mit ihnen kann für jede Cue eingestellt werden, wann sie gestartet werden soll. Das Setzen der Trigger erfolgt im Cue-List-Editor und zwar in der Cue-Tabelle in der Spalte Trigger. Die Trigger können auch noch individuell konfiguriert werden, und zwar über die Einträge in der Trigger-Value-Spalte. In diesem Video schauen wir uns 3 unterschiedliche Trigger genauer an, nämlich den Manual Trigger, den Follow Trigger und den Wait Trigger. Die anderen werden in einem separaten Video behandelt. Starten wir nun mit dem Manual Trigger. Dieser sorgt dafür, dass eine Cue dann ausgeführt wird, wenn sie A als nächstes an der Reihe ist und B wir auf den Go-Button klicken. Wenn wir jetzt also einfach mal die Cue-Liste starten, dann sehen wir, dass diese Cue hier als nächstes an der Reihe ist. Wenn wir jetzt auf den Go-Button klicken, dann startet diese wie erwartet. Wir können jetzt den Manual Trigger auch noch entsprechend konfigurieren, und zwar hier beispielsweise eine 4 eintragen. Diese Zahl hier gibt die Anzahl der Klicks auf den Go-Button an, die wir tätigen müssen, bevor die Cue gestartet wird. Das können wir uns auch einmal anschauen, und zwar, wenn jetzt hier die Cue ausgewählt ist, sehen wir, dass hier eine 4 eingetragen ist. Wir müssen also jetzt erst einmal 4-mal auf den Go-Button klicken und erst dann startet die Cue. Das ist für solche Szenarien sinnvoll, in denen beispielsweise ein Schauspieler mehrfach auf- und abtritt und erst beim 3. oder 4. Auftritt soll eine Cue ausgeführt werden. Um jetzt hier nicht im Kopf zählen zu müssen, können wir jetzt hier einfach die Zahl entsprechend einstellen und das Zählen dem Xcontrol übernehmen lassen. Kommen wir nun zum zweiten Trigger, nämlich den Follow Trigger. Der Follow Trigger sorgt dafür, dass die Cue dann ausgeführt wird, wenn die vorherige Cue vollständig eingeblendet wurde. Um das jedoch sehen zu können, müssen wir zuerst auch noch die Trigger Value hier anpassen. Wir sehen jetzt, dass sich die leicht verändert hat, denn hier steht jetzt eine Zeitspanne drin. Um aber die reine Arbeitsweise des Triggers anschauen zu können, tragen wir hier erst einmal 0 Sekunden ein. Wenn wir jetzt die Cue-Liste starten, sehen wir, dass die nächste Cue dann startet, wenn diese hier voll eingeblendet wurde. Wenn wir jetzt hier die Trigger Value zum Beispiel auf 6 Sekunden stellen, dann sehen wir Folgendes. Sobald diese Cue hier vollständig eingeblendet ist, startet erst noch ein Timer, nämlich diese 6 Sekunden, und erst wenn dieser abgelaufen ist, erst dann startet diese Cue. So kann ich also Zeitverschiebungen zwischen diesen beiden Cues definieren. Der dritte Trigger ist der Wait Trigger. Dieser funktioniert ganz ähnlich wie der Follow Trigger, nur mit einem kleinen Unterschied. Der Wait Trigger sorgt dafür, dass die entsprechende Cue dann gestartet wird, wenn die vorherige Cue gestartet wird. Das heißt, wenn wir jetzt hier den Wait Trigger entsprechend eingestellt haben und ich auf den Go-Button klicke, dann startet sowohl die obere Cue als auch, weil wir hier einen Timer eingestellt haben, der Timer für die zweite Cue. Und wie wir sehen, laufen jetzt sowohl die Cue als auch der Timer durch. Wir haben jetzt also 3 ganz einfache Basic Trigger kennengelernt. Diese werden im überwiegenden Teil der Fälle verwendet. Die anderen Trigger werden wir uns, wie gesagt, in einem separaten Video anschauen.